ich brauche mal irgendwie Hilfe. Was mache ich denn da jetzt? Okay. Ja, schwierig. Ich habe selbst da nicht und hinterfragt. Ich bin zu noch einem Psychiater gelaufen. Ich habe euch vor einiger Zeit auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen zu mir habt oder auch zu meinen Diagnosen, wie ich dazu gekommen bin, was euch alles so einfällt. Und da, ob meine Katzen gerade minimal nervig sind, wo ich anfangen will zu drehen. Vielleicht. Schauen wir mal, wie viele Unterbrechungen ich bei diesem Video brauche. Aber ihr habt mir auf jeden Fall einige Fragen geschickt und ein paar davon habe ich auch schon kurz in meiner Story beantwortet, aber ich wollte gerne noch mal ein bisschen ausführlicher hier in dem YouTube-Video drauf eingehen und das Ganze vielleicht auch ein bisschen nutzen, damit ihr mich so ein bisschen besser hier noch mal kennenlernen könnt, weil ich habe, glaube ich, hier irgendwie nie so einen richtigen Vorstellungspost gemacht. Mal sehen, vielleicht können wir das ja so ein bisschen als Vorstellung von mir nutzen. Falls ihr noch mehr Fragen habt, ich irgendwie hier was vergessen habe jetzt in diesem Video, dann haut mir das gerne in die Kommentare und dann mache ich vielleicht auch noch mal ein paar 2 dazu. Wie sieht dein Alltag aus und was sind deine besten Tipps? Mein Alltag aktuell ist kompletter Chaos und ich würde sogar sagen, ich habe nicht mal wirklich einen Alltag. Jeder Tag sieht komplett anders aus. Im Großen und Ganzen stehe ich morgens auf, frühstücke, nehme meine Medikamente und arbeite dann. Manchmal arbeite ich auch nicht. Da mache ich dann so Entspannungstage. Ich versuche die gerade so aktiv zu etablieren, weil ich nämlich sehr oft und schnell über meine Grenzen gehe, das nicht merke und dann Phasen habe, wo gar nichts mehr geht. Und das möchte ich so ein bisschen vermeiden. Deswegen versuche ich unter anderem einmal pro Woche eine aktive Nicht-Arbeiten-Tag 'nen akti 'nen aktiven Nicht-Arbeiten-Tag einzubauen. Ansonsten mein Alltag ist momentan ziemlich unterschiedlich, auch dadurch, dass mein Freund so einen unterschiedlichen Alltag-Arbeitsrhythmus hat und ich mich da ja eben ein bisschen dran anpassen muss und möchte, damit wir eben ein bisschen Zeit zusammen haben, auch wenn er nicht hier ist. Wer es nicht weiß, wir haben nämlich eine Fernbeziehung. Er wohnt in der Nähe von Amsterdam und ist deswegen eben nicht jetzt mal eben auch nur für eine Stunde hier, sondern meistens ist er dann mehrere Tage am Stück hier. Auch das war mal eine Routine, dass er immer am Wochenende kam. Dann gab's Chaos und Arbeit kam dazwischen und bla und deswegen ist das jetzt auch irgendwie ein bisschen unregelmäßig geworden. Ist gar nicht einfach für mich, bin ich ehrlich. Das ist jetzt aber auch gerade nur eine Phase, die jetzt auch schon bald vorbei ist, sind jetzt nur noch ein paar Wochen und dann, fängt er nämlich an zu studieren und dann wohnt er auch ein bisschen näher hier und das alles hoffentlich regelt sich ein bisschen und dann kann ich mir hoffentlich einen vernünftigen Alltag schaffen, der dann auch ein bisschen gleichmäßiger ist und ein bisschen mehr Routinen vielleicht auch hat. Wer meinen Podcast hört, weiß, ich habe auch zum Beispiel versucht, letztens eine Routine zu etablieren. Das hat aus genannten Gründen und noch mehr Gründen nicht so geklappt. Ich bleibe aber dran und gucke, ob ich da jetzt gerade irgendwie aufgebe für die paar Wochen und dann noch mal neu anfange oder ob ich vielleicht noch irgendwie was anderes Übergangsmäßiges finde. Ja, das ist auch eigentlich so ein Tipp für den Alltag von mir. Macht Routinen, macht aber Routinen, die euch halt nicht stressen und überfordern, sondern die euch unterstützen. Stresst euch nicht zu sehr, überanstrengt euch nicht, geht nicht zu sehr über eure Grenzen drüber, weil häufig kriegt man das nicht mit und dann hat man eine Phase, wo gar nichts mehr geht und das fühlt sich kacke an. Das stresst einen wiederum noch mehr, weil man dann Dinge nicht schafft, die man eigentlich machen müsste. Oder man geht noch mal mehr über seine Grenzen rüber, weil eigentlich geht nichts mehr, aber man muss ja. Schreibt euch To-Do-Listen. Ich liebe To-Do-Listen, aber nicht einfach normale Standard. Habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Schaut euch das gerne an. Da habe ich auch eine Vorlage geteilt, die das meiner Meinung nach so ein bisschen cooler und dopaminiger macht. Ich schreibe nämlich mehr so ein Questlog und da gucke ich dann auch, wie viel Mana habe ich heute zur Verfügung, was brauche ich für Buffs. Generell bin ich ein Fan vom Bauchgefühl. Wenn euer Bauchgefühl sagt: „Ne, das ist heute keine gute Idee“, dann lasst es. Dann macht's einfach nicht, weil höchstwahrscheinlich macht ihr's dann und seid dann am Ende nur frustriert, weil's irgendwie nicht klappt oder irgendwas passiert oder bläh. Ja, was noch? Schlaf ist wichtig. Loops kann ich euch immer empfehlen. Ihr wisst, ich liebe es, euch die Loops zu empfehlen. Ich bin absoluter Fan. Es gibt auch generell andere Silikon-Ohrstöpsel, die ihr nehmen könnt. Ich persönlich finde einfach die Loops mega geil, weil die schön im Ohr liegen und liebe die, gerade zum Schlafen. Jede Nacht habe ich die drin. Nicht nur, weil meine Nachbarn laut sind, auch wenn das nicht wäre, merke ich einfach, dass ich nicht so gut schlafe, wenn irgendwelche kleinen Geräusche passieren. Das können meine Katzen sein, das kann irgendwas anderes draußen sein. Gerade neurodivergente Menschen nehmen halt sehr viel wahr, auch im Schlaf. Das merkt ihr nur nicht aktiv, deswegen liebe ich die einfach nachts einfach reinzumachen und dann ist das alles definitiv besser und man wacht definitiv erholter auf, zumindest meiner Erfahrung nach. Ja, und ansonsten ist halt Alltag super individuell, ne? Wie hast du bemerkt, dass du neurodivergent sein könntest? Boah, das ist eine gute Frage, vor allem, weil das voll der lange Prozess bei mir war. Also meine Diagnose habe ich mit 21 bekommen, da war ich schon aus der Schule raus und mein kleiner Bruder hat tatsächlich ADHS in der Grundschule diagnostiziert bekommen. Das heißt, ich war tatsächlich konfrontiert mit dem Thema,
Habe aber tatsächlich mich damals kaum damit beschäftigt, auch durch meine Eltern jetzt nicht so viel, also schon so ein paar Anhaltspunkte, so wie ich mit ihm irgendwie umgehen soll, so, keine Ahnung, wenn das und das ist, mach nicht das und das. So was wurde mir zwar schon gesagt, aber mir wurde nie wirklich gesagt, was genau dahinter steckt, warum das so ist und dass ADHS eben nicht bedeutet, dass die Person nur Aufmerksamkeit will. Das hat sich bei mir sehr lange sehr gefestigt, weil mein Bruder natürlich dadurch sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als ich. Ich war eine gute Schülerin, ich war ruhig, ich war nicht auffällig. Mein Bruder schon, hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, hat dann diese Diagnose bekommen und ich war so: „Ja, natürlich, der kriegt ja auch die ganze Aufmerksamkeit.“ Hat mir keiner erklärt, dass das, also ich, obwohl, ich glaube, meine Eltern haben das schon irgendwie versucht mir zu erklären, aber die waren auch selber nicht so ganz überzeugt davon und waren so: Okay, ja, schwierig.“ Deswegen ganz, ganz viele Jahre wusste ich nicht, was es wirklich bedeutet. Und dann habe ich irgendwann eine Facharbeit drüber geschrieben. In der 11. Klasse war das, weil ich war so: „Hey, ich finde das aber irgendwie interessant, ich möchte mich damit beschäftigen.“ Dann habe ich darin meine Facharbeit geschrieben über ADHS. Es war noch ein bisschen spezifischer, das Thema, weil man das nicht so weitgreifend machen durfte, deswegen weiß ich auch nicht mehr genau. Die war auch nicht gut. Und da war ich das erste Mal, dass ich mich aktiv auch mit den Symptomen dann auseinandergesetzt habe und was es so bedeutet. Und da war ich so: das habe ich auch. Das habe ich auch. Und bei jedem Symptom war ich so: „Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich ADHS habe.“ Und dann tatsächlich Jahre später habe ich irgendwann angefangen, bei YouTube so Dokus zu gucken über psychische Störungen, solche Krankheiten und alles psychisch-mäßige, weil ich auch so ein bisschen auf dem Trip war. Ich habe irgendwie Bock, Psychologie studieren. Ich finde das irgendwie interessant. Auch so ein bisschen durch die Mutter von meinem Freund, die da auch sehr interessiert drin war und mit der habe ich mich sehr gut verstanden, also von meinem Ex-Freund damals. Und da fing das dann so an, dass ich so war: „Ach, guck mal. Ja, das könnte ja sein, das könnte ja sein.“ Und das habe ich bei mehreren gedacht. Auch zum Beispiel bei Borderline war ich so: „Hä, irgendwie kann ich mich damit identifizieren.“ Ist ja auch sehr häufig so, gerade bei Frauen, dass sie fehldiagnostiziert werden, entweder mit Depressionen oder Borderline zum Beispiel. Heißt nicht, dass jeder, der diese Diagnose hat, falsch diagnostiziert wird. Bitte seht das nicht falsch, absolut nicht. Aber es passiert einfach sehr häufig, weil sich viele Symptome überschneiden oder von außen her sehr ähnlich wirken. Und dann irgendwann habe ich eben auch Videos über ADHS gesehen und dann immer mehr Symptome gesehen und war so: „Hey, ich habe das irgendwie alles.“ Und war nicht mehr nur so bei 1, 2, sondern ich war so: „Ich habe das irgendwie alles.“ Und dann habe ich online auf, wie heißt die Seite noch? adx.org, glaube ich, oder AD, irgendwie so. Schreibt euch hier hin und verlinke es euch gerne in der Beschreibung, weil die Tests sind, die ersetzen keine Diagnose, aber die sind sehr, sehr gut und wissenschaftlich fundiert. Und da war ich wirklich bei allem so: „Was, das zählt auch?“ So mit dem Fußwackeln zum Beispiel. War ich so: „Das auch?“ Und dann war ich so: „Scheiße, ich glaube, ich habe das.“ Und so fing das eigentlich an. Mehr durch Zufall eigentlich, was irgendwie komisch ist, weil ich das eigentlich vor allem auch rückblickend hätte viel früher merken können, auch meine Family. Aber ja, leider ist das halt manchmal nicht so leicht. Vor allem, wenn man es halt auch nicht sehen will. Wann und wie hast du deine Diagnosen bekommen? Da können wir ja jetzt direkt mal anschließen. Als ich nämlich dann gemerkt habe: „Ey, ich könnte tatsächlich neurodivergent sein“, habe ich kurzerhand einfach einen Psychiater angerufen. Das ist nicht wahr. Das ist gar nicht wahr. Wollte ich so oder so eine Therapie machen und habe mir dann, 'nen Erstgespräch bei einer Therapeutin in meiner Stadt besorgt. Das habe ich auch relativ schnell bekommen und habe dann gesagt: „Jo, ADHS, glaube ich. Ich brauche mal irgendwie Hilfe. Was mache ich denn da jetzt?“ Und dann hat die gesagt: „Ja, möchten Sie Diagnose machen, dann gehen Sie doch mal zu dem und dem Psychiater.“ Hat sie mir direkt einen da vorgeschlagen. Bei dem habe ich dann angerufen, habe gesagt: „Jo, ich hätte gern einen Termin“ und habe innerhalb von 6 Monaten meinen Termin bekommen. Natürlich war ich so: „Ja, okay, das dauert jetzt ganz schön lange“, aber irgendwie dachte ich so: „Ach, aber nur 6 Monate, das ist halt für einen Facharzt irgendwie so total normal.“ Traurig, aber leider normal. Ja, dann war dieser Termin gekommen und ich bin dahin und dann habe ich tatsächlich einfach meine Diagnose bekommen. Das war sehr offensichtlich. Das war auch relativ simpel. Ich habe halt dieses EEG habe ich machen müssen und einen Fragebogen ausfüllen, wo ich dann halt auch viel Fragen aus meiner Kindheit und so beantworten musste. Auch, dass eben mein Bruder das schon hat, das also schon in der Familie liegt et cetera pp. Und dann hatte ich noch mal das Nachgespräch. Das ist alles an einem Tag auch passiert, wo dann war: „Ja, das ist relativ eindeutig, haben sie.“ Und das war, wie gesagt, mit 21 letztes Jahr. Ja, also 1,5 Jahre ist es jetzt ziemlich genau her, habe ich dann ja aber auch noch die Diagnosen Angststörung und Depression bekommen. Jetzt gerade bin ich persönlich auf dem Stand, das ist nicht fachlich irgendwie abgeklärt oder so, aber ich glaube, dass zumindest die Depression eine Fehldiagnose war, weil dieser Psychiater, ein anderer als der mir das ADHS diagnostiziert hat, hat irgendwie ADHS gar nicht als etwas angesehen, was
existiert. Da ist eine absolute Red Flag, vor allem als bereits diagnostizierte Person und da hätten bei mir die Alarmglocken direkt schellen müssen und ich hätte den Raum verlassen müssen. Leider bin ich geblieben und habe diesen Menschen mehr vertraut als mir selber und meinem Bauchgefühl. Deswegen, Leute, immer auf euer Bauchgefühl hören. Ja, ich gucke euch an. Ich sehe dich ganz genau, dass du gerade nicht auf dein Bauchgefühl vielleicht hören. Nee, mach mal nicht. Hör wirklich drauf, ist wichtig. Nee, also warum bin ich dahin? Ich war umgezogen, brauchte einen neuen Psychiater, brauchte neue ADHS-Medikamente, bin hin, habe gesagt, ja, ich möchte gerne neue ADHS-Medikamente verschrieben bekommen und ich würde auch gerne die Autismusdiagnose angehen. Können Sie mir dabei helfen? Autismus hat er direkt gesagt, mache ich nicht. Gucken Sie woanders, können Sie googeln. Da war ich so, cool, danke für die Hilfe. Also mir wurde halt nicht mal eine konkrete Stelle irgendwie genannt, an die ich mich wenden kann oder so gar nichts. Und dann hieß es, ja, ADHS-Medikamente, haben Sie denn irgendwie eine Bescheinigung, dass Sie die verschrieben bekommen haben, die Medikamente jetzt in letzter Zeit? Ich so, nee, habe ich nicht. Ist jetzt auch irgendwie schon länger her und so und der Arzt ist auch in einer anderen Stadt, aber ich kann da gerne anrufen und fragen, ob ich so eine Bescheinigung bekommen kann. Und beziehungsweise ich war dann so, aber ich habe ja auch die Diagnose, die habe ich ja, reicht die nicht? Nee, das reicht nicht, ich brauche das wirklich, dass das jetzt keine Ahnung, vor 6 Monaten, also das durfte maximal 6 Monate alt sein, irgendwie diese Bescheinigung. War ich so, okay, komisch, weil eine Diagnose ist ja eine Diagnose. Und nur weil ich jetzt vor 6 Monaten eventuell keine Medikamente bekommen habe, heißt das ja nicht, dass ich es nicht habe und es nicht jetzt vielleicht mit Medikamenten versuchen will. Wisst ihr, was ich meine? Ja, mein vorheriger Psychiater wollte mir auf jeden Fall diese Bescheinigung nicht ausstellen, weshalb mich dann der neue Psychiater wiederum zu einem noch weiteren Psychiater geschickt hat, um eine weitere neue Diagnose machen zu lassen. Was habe ich gemacht? Ich habe es gemacht. Ich habe selbst da nicht hinterfragt. Ich bin zu noch einem Psychiater gelaufen, habe Monate gewartet und habe dann nochmal die Diagnose bekommen. Der Psychiater war auch so, okay, Sie haben die Diagnose doch schon, warum machen Sie die nochmal? Ich so, ja, ne? Sachverhalt erklärt. Er war auch so, okay, es ist sehr eindeutig, dass sie ADHS haben. Also was soll ich jetzt, also ne, hier haben sie die Diagnose. Das heißt, ich habe tatsächlich ADHS zweimal diagnostiziert bekommen. Bin dann, ja, damit eben nochmal zurück, um jetzt aber eben nochmal auf die Depressionsdiagnose zurückzukommen und Angststörungen. Ne, wie gesagt, nachdem da ADHS dann abgesprochen war und Autismus auch beiseite gekehrt, hat er mir 5, 6 Fragen gestellt, die ich alle mit Ja beantworten konnte. Und dann hat er gesagt, ja, sehen Sie, ich kenne Sie nämlich sehr gut. Ich weiß nicht, ich bin nämlich gut in meinem Job. Sehen Sie? Sehen Sie? Ja, Sie sind nämlich depressiv. Ja, sehen Sie? Sie haben nämlich ganz doll Angst. Ja, Sie gehen nicht in den Fahrstuhl. Ja, Sie haben eine Angststörung. Bei der Angststörung bin ich mir noch nicht sicher. Ich habe definitiv viele Ängste. Ob man das jetzt als Angststörung bezeichnen kann, weiß ich nicht. Ob man da jetzt unbedingt mit Medikamenten rangehen muss, bevor man vielleicht das mit einer normalen Therapie versucht, mit einer Gesprächstherapie versucht, weiß ich auch nicht. Irgendwie war ich so beeindruckt davon, dass er mir einfach so ein paar gezielte Fragen gestellt hat, die alle irgendwie zugetroffen haben, dass ich war, oh, okay. Und dann war er halt auch direkt so, ja, hier, können wir Antidepressiva machen, nehmen Sie ein, ja, dann geht's Ihnen besser. Ja, war Quatsch. Die waren gar nicht gut für mich. Vielleicht tatsächlich deshalb, weil ich keine Depression habe, Fragezeichen, sondern nur ADHS, Fragezeichen? Weiß ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Wie gesagt, ich habe diese offizielle Diagnose, ich hinterfrage die gerade einfach nur, weil vor allem auch die Medikamente, die ich bekommen habe, nicht so gewirkt haben, wie sie hätten wirken sollen, was häufig bei neurodivergenten Menschen der Fall ist, generell bei Medikamenten, dass die anders oder gar nicht wirken. Wie auch immer, so bin ich zu den Diagnosen gekommen. Die Autismusdiagnose habe ich aktuell noch nicht, keine offizielle Diagnose. Da bin ich dran, ich stehe auf vielen Wartelisten, bin mir aber ziemlich sicher, dass ich es habe. Nicht nur, weil ich sehr ausgiebige Selbstrecherche betreibe und mich sehr viel mit dem Thema auseinandersetze, sondern weil ich auch schon mit einer Therapeutin gesprochen habe, die auch schon diesen Verdacht geäußert hat. Genau, aber ich habe da eben noch keine offizielle Diagnose, weil da eben die Wartezeit leider nicht 6 Monate beträgt, sondern 3 bis 4 Jahre, wenn man überhaupt noch auf eine Warteliste aufgenommen wird. Ich möchte da aber eben offen mit euch umgehen. Das heißt, wenn ich hier auf meinem Account, egal ob Instagram, TikTok oder hier auf YouTube oder im Podcast über Autismus spreche, dann spreche ich da aus eigener Erfahrung. Und der Verdacht, dass ich tatsächlich das habe, beruht eben nicht auf, oh, ich habe einen TikTok gesehen, sondern das ist schon fundiert. Ich habe eben nur noch keine offizielle Diagnose, wobei das auch nochmal, so Thema Selbstdiagnose ist nochmal ein ganz anderes Blatt Papier. Glückwünsche, du darfst dein Feedback jetzt ins Logbuch eintragen, aka die Kommentare. Was hat sich für dich verändert nach deinen Diagnosen? Boah, viel. Sehr, sehr viel. Also direkt nach meiner ADHS-Diagnose hat sich nicht so viel verändert, weil, also ich habe dann natürlich die Medikamente bekommen. Das heißt, das hat sich für mich schon verändert und ich war auf einmal so, oh mein Gott, es ist so still.
Aber ich habe mich ein bisschen zu sehr auf die Medikamente verlassen und habe mich nicht groß weiter damit auseinandergesetzt, und habe auch irgendwann zeitweise aufgehört, die Medikamente zu nehmen, weil mich die Nebenwirkungen irgendwie gestört haben und mein Umfeld auch so war: „Ja, Medikamente sind nie gut.“ Das ist halt Quatsch. Sie haben mir halt schon geholfen. Damals hatte ich aber auch noch Ritalin, mittlerweile nehme ich Elvanse. Da bin ich aktuell deutlich mehr mit zufrieden. Ob das jetzt unbedingt schon so das Perfekte ist, weiß ich gerade noch nicht. Bin noch in der Findungsphase und vor allem habe ich ja erst vor 2 oder 3 Jahren wirklich angefangen, mich richtig damit auseinanderzusetzen und erst dann hat es angefangen, sich tatsächlich viel zu verändern, weil ich mich plötzlich viel besser kennengelernt habe, weil mir so viele Dinge aufgefallen sind, weil ich Dinge ausprobieren konnte und verändern konnte. Nach meiner Depressions- und Angststörungsdiagnose hat sich mein ganzes Leben verändert, zweimal. Und zwar das erste Mal, als ich das erste Mal die Medikamente bekommen habe, habe ich mich von meinem damaligen Ex-Freund getrennt und bin mit meinem neuen Freund zusammengezogen. Dann habe ich Medikamente gewechselt aus Gründen. Das war für mich eine so schlimme Phase. Ich war mental instabil, ich war aggressiv, mir ging es gar nicht gut, aber anstelle von Unterstützung habe ich Hass bekommen aus meiner Beziehung. Die ist also daran auch zu Brüche gegangen, weshalb ich dann im kompletten absolut Chaos dastand, alleine, ohne viel Geld, weil ich auch nicht fähig war zu arbeiten oder sonst irgendwas, und vor allem eben auch meine Selbstständigkeit nicht genug ich konnte halt nicht genug Videos drehen et cetera, was für mich sehr, sehr schlimm war und ich würde sogar sagen, mich hat das mehr in eine Depression gestürzt, als ich tatsächlich in der Depression war, bevor ich die Medikamente genommen habe. Ja, das sind so die größten Dinge, die sich irgendwie verändert haben. Ansonsten ist mein Leben eigentlich im Großen und Ganzen noch dasselbe. Was ist dein Comfort Game oder deine Comfort-Serie? Mein Comfort Game ist absolut Aion. Ich weiß nicht, viele kennen das gar nicht, aber Aion Classic, also die haben jetzt irgendwie so eine neue Version gemacht, die kenne ich nicht. Ich kenne nur diese Originalversion. Das ist absolut kann ich immer wieder zurückgehen. Habe ich früher richtig gerne gespielt. Ich kann da richtig drin versinken. Ansonsten mag ich aber auch Genshin Impact ganz gerne. Aber wenn ich wählen müsste zwischen eins von den beiden, dann wäre es immer Aion. Comfort-Serie habe ich genau 2, und zwar Modern Family und Doctor Who. Das sind so die beiden. So Modern Family ist mehr so diese leichte Unterhaltung, die so auch so nebenbei laufen kann. Gucke ich auch sehr, sehr häufig, wenn ich einfach einen Entspannungssonntag mache oder wenn ich irgendwie Migräne habe oder so, weil ich die Serie so oft geguckt habe, dass ich sie in- und auswendig kenne und dabei kann ich dann auch einschlafen und so. Und die ist halt nicht so extrem laut oder so, dass man irgendwie davon aufgeweckt wird oder es irgendwie unangenehm ist. Doctor Who ist dann doch eher so eine Serie, die ich dann mehr aktiv auch gucken will. Aber immer, wenn ich Doctor Who gucke, da werde ich glücklich. Werde ich glücklich. Ich glaube, das passt auch noch zu einer anderen Frage, die kam. Ja, was bringt dich instant in gute Stimmung? Unter anderem Doctor Who. Also wirklich, wenn ich irgendwie schlecht gelaunt bin und ich mache das an, ich muss halt lächeln. Ist komisch, aber ist so. Was mich aber sonst auch noch in gute Stimmung bringt, ist in den Wald gehen. Wenn es mir irgendwie nicht so gut geht oder auch wenn es mir gut geht und dann in den Wald zu gehen, dann bin ich, ist das schön. Ich liebe das richtig. Hattest du Probleme als Frau, die Diagnosen zu bekommen? Ich hätte bis vor kurzem geantwortet, nö, absolut nicht. Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ja, doch, hatte ich ja voll. Also jetzt nicht unbedingt die Diagnosen zu bekommen. Also die ADHS-Diagnose, die erste, ging einfach. Beide Male wurde mir auch gesagt, hey, ist offensichtlich, dass du es hast. Aber ich wurde halt, also ich wurde im Nachhinein ja scheinbar nochmal falsch diagnostiziert mit Depressionen anstatt ADHS, obwohl ich die Diagnose schon hatte. Das heißt, ich hatte irgendwie schon Schwierigkeiten und musste trotzdem irgendwie nochmal dadurch, obwohl ich es auch hätte skippen können, wenn ich auf mein Bauchgefühl gehört hätte oder auf mich und mir selber mehr vertraut hätte. Ein bisschen traurig. Bei der Autismusdiagnose ist schwierig. Also ich hatte mit der Therapeutin, von der ich eben schon mal erzählt hatte, die auch den Verdacht geäußert hat, dass ich das tatsächlich haben könnte oder sehr wahrscheinlich ist, dass ich das habe. Die hat mir auch einige Stellen hier im Umkreis genannt, wo ich nicht unbedingt hingehen sollte, weil sie da schon von vielen, die sie da hingeschickt hat, gehört hat, also von vielen Frauen gehört hat, dass sie das dann nicht bekommen haben oder auch besonders von vielen gehört haben, die sowieso schon die ADHS-Diagnose hatten, dass sie es dann auch nicht bekommen haben, weil damals galt das ja, also vor einigen Jahren galt das ja, oder was heißt vor einigen Jahren, bis vor gar nicht so langer Zeit, galt das ja als Ausschlusskriterium. Genauso eben, dass eben häufig gesagt wird, dass Frauen das halt auch irgendwie nicht haben können, vor allem, weil es sich halt, also was heißt, nee, nicht, dass Frauen es nicht haben können, aber wenn es sich halt bei dir nicht äußert wie bei dem typischen Jungen, ja, dann hast du es halt häufig nicht bekommen und das gibt es halt auch hier im Umkreis einige Stellen. Deswegen könnte ich euch da halt empfehlen, falls ihr das halt auch raucht, die Diagnose, vielleicht
findet ihr vorher irgendwie einen Therapeuten oder jemanden, der da schon durch ist oder so, der euch sagen kann: „Ey, da brauchst du gar nicht hingehen, weil die nehmen dich sowieso nicht.“ Das ist immer relativ viel wert. Ich muss sagen, ich habe jetzt im August einen Beratungstermin für die Autismusdiagnose an einer Stelle, über die man jetzt auch nicht so viel Gutes hört im Generellen hier im Umkreis. Trotzdem war ich so verzweifelt, dass ich war ja gut, das Schlimmste, was sie mir halt sagen können, ist ja: „Ne, hast du nicht“, und dann versuche ich es weiter. Deswegen habe ich da jetzt trotzdem einen Termin, aber eben mit dem Wissen, dass es eben sein kann, dass sie es mir halt absprechen wollen und ich mich davon aber hoffentlich nicht klein machen lasse. Ich hoffe, dass wirklich das Schlimmste ist, was passieren kann, was ich mir ausmale und nicht noch was Schlimmeres. Bitte schreibt mir keine Horrorgeschichten in die Kommentare, okay? Manchmal ist weniger Information besser, kann man ein bisschen positiver und dann wird es auch manchmal positiver. Hast oder machst du eine Ausbildung oder Studium? Oh, ich hatte viele Jobs und ich habe auch eine Ausbildung angefangen und ich habe ein Studium angefangen und ich habe es beides abgebrochen, weil ich es einfach nicht geschafft habe, weil es auch nicht war, was ich wollte und es war auch zu viel für mich und vor allem, weil ich halt auch gemerkt habe: „Nee, ich habe da gar nichts von. Ich will später nicht in diesem Beruf arbeiten. Ich verdiene hier gerade einen Furz und ich habe gut verdient in meiner Ausbildung für eine Ausbildung. Aber ich war immer noch eine Vollzeitkraft, die zusätzlich zur Schule gegangen ist und noch zu Hause lernen musste. Und ich finde es einfach nicht gerechtfertigt, dass du dir eine Vollzeitkraft anstellen kannst und die dann so schlecht bezahlst. Ich finde es vollkommen gerechtfertigt, dass man natürlich nicht ein normales Gehalt bekommt, weil man ja trotzdem noch viel lernt. Aber ab einem gewissen Punkt ist man schon auch meiner Meinung nach eine große Unterstützung und da dann teilweise 500 € im Monat zu bezahlen, finde ich frech. Finde ich frech. Aber das ist auch ein ganz anderes Thema. Aber auch von diesem sozialen Druck. Ich war immer kaputt. Ich hatte halt nichts von meinem Leben außer die Arbeit und selbst auf der Arbeit hatte ich nur Stress. Mit den Kollegen, mit mir selber. Ich war immer müde. Ich hatte so Probleme, meine Maske aufrechtzuhalten und immer zu lächeln und freundlich zu sein. Und danach habe ich eben noch mal ein Studium angefangen, weil ich dachte: „Okay, dann mache ich jetzt ein bisschen was Kreativeres und da kann ich dann selber lernen und mir das so einteilen, wie ich will.“ Dann habe ich gemerkt, ich lerne hier nicht, was ich lernen will. Und das ist mir ich kann dieses alleine Lernen gar nicht so gut. Vor allem nicht, wenn ich so lernen muss, wie es andere von mir erwarten. Ich lerne sehr individuell. Ich lerne ganz anders als andere. Ich lerne super gerne. Ich liebe Lernen und ich lerne bis heute täglich teilweise. Ich begeistere mich für neue Sachen, die ich lernen möchte oder lerne eben über ADHS, Autismus und dieses ganze Spektrum sehr, sehr viel, aber eben auf meine Weise. Mehr so Learning by Doing oder eben, wenn ich gerade einen Hyperfokus habe, eine krasse Faszination für etwas, dann lerne ich auch eben sehr viel und sehr schnell in einem sehr kurzen Zeitraum. Aber dieses lange lernen, so wie anderes von mir erwarten und nur das ist richtig, konnte ich nicht. Das konnte ich leider nicht und deswegen habe ich das beides abgebrochen. Ich habe keine Ahnung, ich hatte in meinem Leben irgendwie 15 Jobs, die verschiedensten und es hat alles nicht funktioniert mit meinem Gehirn und mir und auch meinem Körper. Und deswegen bin ich jetzt gerade sehr, sehr dankbar, dass ich mich komplett auf Content gerade fokussieren kann und dass ich ja eben nicht 9 to 5 arbeiten gehen muss, sondern dass ich das hier machen kann und dass ich hier eine Community aufbaue und ich merke immer mehr, dass wir mehr werden und dass ihr alle so süße Kommentare schreibt und mir Nachrichten auf Instagram schreibt und ich freue mich da mega drüber. Deswegen vielen, vielen Dank. Ganz viel Liebe geht raus. Ich danke euch, dass ihr hier seid und mir quasi das hier auch alles ermöglicht, dass ich gerade dieses Leben hier führen kann und dass ich eben selbstständig sein kann und mir eben morgens keinen Wecker stellen brauche, weil alleine schon das ist so eine kleine Sache, aber dass ich morgens nicht von einem Weckerklingeln aufwache, sondern von entweder meinen Katzen, manchmal vom Sonnenlicht oder einfach, weil ich ausgeschlafen bin und dann aufstehen kann, das ist mir einfach so viel wert und das macht jeden einzelnen Tag für mich alleine schon so viel besser. Vielen Dank. Ich finde, das ist doch ein ganz guter Abschluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wie gesagt, falls ihr irgendwie noch mehr Fragen habt, haut die gerne in die Kommentare und ich schaue, entweder beantworte ich die vielleicht mal im Podcast oder ich mache noch mal ein Part 2 vom Q&A, wenn euch das hier gefällt. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video oder hören uns im Podcast wieder. Bis dahin, lasst euch nicht ärgern. Möge eure Mana-Leiste immer voll sein. Mua.